Haben Sie sich auch schon mal dabei ertappt, sich innerlich selbst beschimpft zu haben, weil Sie unbeholfen oder unbedacht gehandelt haben, eine falsche Entscheidung getroffen, jemanden verletzt oder sich einfach mit dem Hammer auf den Daumen geschlagen haben? Man bekommt etwas nicht so hin wie gewünscht und schon ist der innere Scharfrichter zur Stelle und fällt gnadenlos sein unerbittliches Urteil. Scham kommt auf, Schmerz und Schuldgefühle. Bemerkungen kommen einem in den Sinn, die man seinem besten Freund niemals zumuten würde. Sich selbst aber schon. Man taugt halt einfach nicht, bekommt nichts auf die Kette, ist einfach total unbegabt. Manchmal bringt ein spontaner Fluch Entlastung. Die Neuronen müssen eben mal feuern und dann geht's wieder. Oft aber spiegelt sich die gedankliche Abwertung anderer oder seiner selbst in der eigenen Lebensqualität und dem Mangel an Seelenfrieden. Aber das muss man ja nicht so einfach hinnehmen, oder? Mitgefühl und Selbstmitgefühl sind unmittelbar miteinander verknüpft. Das eine geht nicht ohne das andere. Mitgefühl mit sich selbst, ohne dies für andere zu empfinden, ist Selbstmitleid. Mitgefühl für andere, aber nicht für sich selbst, führt zu Opfermentalität und im schlimmsten Falle zu Selbstverdammung oder gar Selbsthass. Am Ende ist das eine ohne das andere, zwiespältig, destruktiv und unecht. Im Buddhismus wird Mitgefühl definiert als die Fähigkeit, das Leid anderer zu erkennen und zu verstehen, sowie den Wunsch, ihnen zu helfen, frei von Leid zu sein. Es sagt schon etwas aus, dass es das Wort Selbstmitgefühl im Deutschen eigentlich gar nicht gibt und ich es erfinden musste, während Self-Compassion im englischen Sprachgebrauch inzwischen ganz gut etabliert ist. Im Zen-Buddhismus wird Mitgefühl als eine der wichtigsten Eigenschaften eines Bodhisattva angesehen, also eines nach Erleuchtung Strebenden, der sich für die Erlösung aller Wesen einsetzt. Betonung auf aller, was einen selbst mit einschließt. Man versteht Mitgefühl als eine Form der Weisheit, die es ermöglicht, Leiden zu verstehen und zu lindern. Eine große Herausforderung besteht darin, Mitgefühl für jemanden oder eine ganze Gruppe aufzubringen, die einem selbst gegenüber ablehnend bis feindselig auftritt. Im tibetischen Buddhismus hat man für solche Fälle eine meditative Übung mit dem Namen Tonglen entwickelt. Dabei konzentriert man sich auf den anderen und stellt sich vor, dessen Leid einzuatmen, innerlich in Mitgefühl und Wohlwollen zu verwandeln und dann wieder auszuatmen, ohne sich selbst damit zu infizieren. Aber man erhält dadurch einen Eindruck davon, wie es dem anderen geht, was ihn schmerzt und wie er seine negativen Gefühle uns gegenüber entwickelt hat. Jemanden zu sehen, wie er oder sie ist und nicht danach zu bewerten, wie sie sich uns gegenüber verhält, ist ein Schlüssel fürs Mitgefühl. Einmal wurde mein Hund von einem Auto überfahren und ein ganzes Stück darunter eingeklemmt und mitgeschleift, bis der Wagen endlich zum Stillstand kam. Wir mussten das Auto mit mehreren Leuten anheben, um ihn darunter zu befreien. Anwesend war auch ein Freund, der glücklicherweise mehr von Tieren verstand als ich. Er warnte mich: Vorsicht, nicht anfassen. Natürlich war mein erster Impuls gewesen, meinen Hund hervorzuholen, ihn zu berühren und beruhigen und nachzuschauen, welche Verletzungen er davongetragen hatte. Aber es war doch ein guter Rat.
Auch wenn mein Hund mir niemals etwas getan hätte, in dieser Schmerz- und Paniksituation wäre es gut möglich gewesen, dass er mich beißt. Sicher nicht, um mich zu verletzen, aber als Reaktion auf das Erlebte. Mitgefühl beinhaltet den Wunsch nach Freiheit vom Leiden. Es ist eine aktive Haltung, die das Wohl anderer im Blick hat. Die amerikanische Meditationslehrerin Sharon Salzberg lehrt, dass Mitgefühl bedeutet, problematische Zustände wie Angst, Gier und Eifersucht nicht als schlecht oder falsch zu betrachten, sondern als Zustände des Leidens, die uns wiederum helfen können, spontan Mitgefühl in uns entstehen zu lassen. Sie empfiehlt, während der Meditation eine Art Mantra zu verwenden. Möge ich sicher sein, möge ich glücklich sein, möge ich gesund sein, möge ich mein Leben in Leichtigkeit leben. Dies lässt sich leicht in eine Meditation für andere umwandeln. Mögest du sicher sein. Mitgefühl ist das Mittel, das uns die tiefe Verbundenheit erkennen lässt, die wir zu anderen Lebewesen haben. Als die Quelle des spirituellen Lebens fördert es ein Gefühl der Gemeinschaft und des Verständnisses und lehrt uns, Liebe und Freundlichkeit zu uns selbst und zu anderen senden zu können. Compassion ist der Name einer Blütenessenzenmischung, die uns zu bedingungsloser Freundschaft mit uns selbst und mit anderen ermutigt. Es ist die ideale Ergänzung zu den 3 Giften. Vielleicht erinnern Sie sich noch an Mental Detox, sonst schauen Sie sich doch das Video auf diesem Kanal nochmal an. Das sind 3 Essenzen, die einem helfen, sich mental und emotional zu entgiften, sich selbst zum Freund zu machen. Compassion zielt darauf ab, die alte Freundschaft zu sich selbst wieder neu zu beleben, zu lehren, sein eigener bester Freund zu sein, von dem man sich auch nachts um 3 rausklingeln lässt, wenn's ihm oder ihr elend geht. Und fragt nicht lang, man ist zur Stelle, wenn man gebraucht wird. Und fährt nicht zu allem Überfluss noch schweres Geschütz aus Vorwürfen, Schuldzuweisungen und Demütigungen auf. Sei einfach da, sagt meine Lehrerin immer. Denk dir keine Strategien aus, überlass dein Handeln nicht alten Denkmustern, lass dich nicht von Gefühlen überwältigen, sei einfach da, für dich selbst und für den anderen. Bedingungslose Freundschaft mit sich selbst ist eines der Ziele der Meditation. Während bei uns im Westen gerne bedingungslose Liebe in den Vordergrund geschoben wird, erschien mit dieser Art menschlicher Beziehungen genauso eine Essenz wert. Compassion besteht aus den 3 Blüten, von denen die erste die Kiefer ist, Pinus sylvestris. Diese Bachblüte spielt eine zentrale Rolle in der Mischung. Ihr Entdecker Edward Bach hatte Folgendes darüber zu sagen. Pine, das ist der englische Name der Kiefer, brauchen jene, die immer die Schuld bei sich selber suchen. Auch wenn sie erfolgreich sind, dann meinen sie, sie hätten es eigentlich noch besser machen können, ja müssen. Sie sind weder mit ihren Anstrengungen noch mit ihren Leistungen zufrieden. Sie arbeiten schwer und leiden unter ihren Fehlern, auch wenn sie vielleicht andere gemacht haben und sie sich nur sich selbst zuschreiben. Aus Sicht des Tonglen könnte man sagen, solche Menschen vergessen, das Leid wieder auszuatmen. Diese Art der Meditation kann sehr befreiend wirken. Unterstützt wird sie von der Blüte der Kiefer, die uns hilft, negative Gedanken und Überzeugungen über sich selbst loszulassen. Sie befreit uns von Schuldgefühlen. Blüte Nummer 2 ist die kleine Braunelle, Prunella vulgaris. Die Energie dieser alten Heilpflanze ermöglicht und verbessert die Selbstannahme als Voraussetzung für Ganzheit und Heilung.
Wer sich selbst ablehnt, und sei es unbewusst, sabotiert damit sein eigenes Wachstum. Ein einfacher Test kann einen manchmal darauf aufmerksam machen. Als ich ihn selbst zum ersten Mal machte und meinem Spiegelbild sagte, ich nehme mich an mit all meinen Fehlern und Schwächen, verspürte ich unmittelbar einen starken Impuls, den Spiegel mit der Faust zu zerschlagen. Da war noch eine Menge Arbeit nötig, um mit mir selbst ins Reine zu kommen. Die kleine Braunelle ist zwar liebevoll und hilfsbereit, auf der anderen Seite ist sie aber auch eher sachlich, weniger emotional. Sie ist wie ein sanfter Therapeut, der trotz aller Sanftheit nicht um den heißen Brei herumredet. Diese Offenheit, ohne jeden Vorwurf und jede Verurteilung, kann so hilfreich sein, sich endlich einmal aus einer anderen Sicht zu betrachten, ohne die antrainierten negativen Untertöne. Eine Klientin drückte mir gegenüber einmal eine intensive Selbstablehnung aus, indem sie sagte, sie fühle sich so hässlich, dass jeder Mensch, und das sagte sie wörtlich so, kotzen müsse, wenn er sie nur sah. Auf meine Frage, ob es einen einzigen Teil an ihr gäbe, der nicht hässlich sei, antwortete sie zögerlich, na ja, mein Ohr. Der Anfang war gemacht, immerhin. Ähnlich wie diese Erkenntnis wirkt die Essenz der kleinen Braunelle. Sie lenkt den Blick weg vom Ablehnenswerten hin zum Liebenswerten. Erst wenn man das Gute in sich selbst zu sehen vermag, erkennt man auch das Gute im anderen. Im Namaste-Gruß heißt es, der Buddha in mir grüßt den Buddha in dir. Kleine Braunelle hilft, den Buddha in sich selbst erstmal entdecken zu können, denn dann erkennt man ihn auch im anderen. Die dritte Blüte im Bunde ist der Klatschmohn, Papaver rhoeas. Klatschmohn stellt eine natürliche Synthese aus den Kräften des Yin und des Yang dar. Diese Pflanze gedeiht bevorzugt in Gemeinschaft mit dem Weizen, der Pflanze der griechischen Göttin Demeter, die archetypisch für Mutterschaft steht. Beim Umpflügen geraten die auf den Boden gefallenen Samen in die Erde und ruhen dort für eine unbestimmte Zeit. Erst wenn sie durch erneute Bodenbewegung wieder zurück an die Oberfläche kommen, können sie keimen, denn dazu benötigen sie UV-Licht, also die Strahlen der archetypisch männlichen Sonne. Diese beiden ursprünglichen Energien helfen gemeinsam der neuen Pflanze, sich zu entwickeln und erneut zu blühen. Es geht um Einheit im Herzen. Zwar sind wir alle unterschiedlich, doch in jedem von uns schlägt ein Herz. Dessen Rhythmus lässt uns unsere innere Verbundenheit erkennen. Die Energie des Klatschmohn öffnet das Herz, wenn man es so lange verschlossen hat, bis man nicht mehr richtig weiß, wie man sich anderen offen zuwenden kann. Klatschmohn-Essenz macht einen sanfter, anderen wie sich selbst gegenüber. Einfühlsamkeit und Mitgefühl werden dafür zugänglich. Die Zuwendung zu anderen gibt einem wiederum Selbstkraft. Ein Hit der Band The Hollies aus den 70er Jahren hieß He ain't heavy, he's my brother. Das spiegelt ein wenig die Natur dieser Blütenenergie. Compassion vereint die Kräfte dieser drei Blüten, die uns die Kraft des Mitgefühls erschließen und uns mit dem eigenen Schmerz versöhnen, damit wir dasselbe mit dem Schmerz der anderen tun können.